I promised to take up the subject Abhyasa. Also mein Vorschlag war, über Abhyasa zu sprechen. Abhyasa, or a habit, is part of our life. Abhyasa oder die Gewohnheit ist Teil unseres Lebens. Habit means something that we do again and again. Eine Gewohnheit ist etwas, das wir wieder und wieder tun. And slowly the habit becomes so natural that we forget that we are doing it. Und mit der Zeit wird diese Gewohnheit zu so etwas Natürlichem, dass wir sie gar nicht mehr darüber bewusst sind, dass wir es tun. So Abhyasa is the process of the whole thing, means the whole practice is called Abhyasa. Und dieser ganze Prozess wird Abhyasa genannt. So practice of the same thing again and again creates this Abhyasa or habit. Also wenn man etwas wieder und wieder tut, dann wird das Abhyasa genannt und führt zu einer Gewohnheit. In the 6th chapter of the Bhagavad Gita, we have found a significant discussion between Sri Krishna and Arjuna. Und im 6. Kapitel der Bhagavad Gita gibt es eine bedeutsame Diskussion zwischen Sri Krishna und Arjuna. The 6th chapter is a mine of information about dhyana or meditation. Und Kapitel 6 ist eine Goldmine an Informationen für Dhyana oder Meditation. And we know that dhyana finally helps us to find ourselves in all. Und wir wissen ja, dass Dhyana uns schlussendlich dabei hilft, uns selbst zu finden und uns selbst in allem. The more we meditate on our own self, the more we see that we live in others. Je mehr wir über unser Selbst in uns meditieren, desto mehr erkennen wir, dass wir auch in anderen leben. That is the universality of spiritual life. Und das ist die Universalität des spirituellen Lebens. In verse number 32, Sri Krishna is talking about that. Und im Vers 32 spricht Sri Krishna darüber. He uses a wonderful word, Atmaupamyena, means like you would do to yourself. Und er benutzt ein wunderbares Wort, das so viel bedeutet wie etwas so zu tun, als ob man es zu sich selber tun würde. So we treat others as our own self. So behandeln wir andere als unser eigenes Selbst. And that experience should be reflected everywhere. Und diese Erfahrung sollte sich in allem spiegeln. And in the equal measure. Und in gleichem Maße. Then that is called samam, Sri Krishna says. Und das nennt man dann Samam, sagt Sri Krishna. A kind of same-sightedness. Eine Art von Gleichmut. The translation of this wonderful verse would be like the following. Und die Übersetzung dieses wunderbaren Verses würde in etwa so gehen. Sri Krishna says, O Arjuna, Sri Krishna sagt, O Arjuna, those who would feel the happiness and suffering of others as his or her own, O Krishna, diejenigen, die das Glück und das Elend der anderen so fühlen, als ob es ihr eigenes wäre, that person is a yogi of the highest order. dieser Mensch ist ein Yogi des höchsten Ranges. Sri Krishna uses the wonderful word yogi. Sri Krishna verwendet das wunderbare Wort Yogi. Because this practice is a practice of something like yoga.
Denn es handelt sich eine Art Yoga. And Sri Krishna says there, Sukhamba yadiva dukkham, means you may talk about suffering, but enjoyment is also included in that. Und Sri Krishna sagt, du redest vielleicht über Elend und Leid, aber darin ist auch das Glück enthalten. So suffering, you feel suffering when others are suffering. Also man fühlt das Elend, man fühlt das Leid, wenn andere leiden. You feel happiness when your own people become happy. Ihr seid glücklich, wenn eure Leute glücklich sind. But the yogi is a bit different type of person. Aber der Yogi ist eine andere Art von Mensch. The yogi will feel suffering in the suffering of an enemy. Der Yogi fühlt auch das Leid, wenn ein Feind leidet. Similarly, yogi will feel happiness in the happiness of his or her own enemy. Und auch wenn der Feind glücklich ist, auch darüber ist der Yogi glücklich. That is the yogi of the highest order. Und das ist ein Yogi der höchsten Ordnung. It is, of course, easier said than done. Aber natürlich ist es leichter gesagt als getan. So Arjuna naturally saw the practical difficulties. Und Arjuna hat natürlich die praktischen Schwierigkeiten darin gesehen. The practical difficulties in achieving such a very high, lofty state. Die praktischen Schwierigkeiten, die darin bestehen, diesen hohen, erhabenen Zustand zu erlangen. And the whole Gita talks about this personality who is called Arjuna. Und die ganze Gita handelt von dieser Persönlichkeit namens Arjuna, who is directly communicating with God. die direkt mit Gott kommuniziert. And therefore, this Arjuna is a representative of all ordinary human beings. Und deshalb steht Arjuna für alle anderen gewöhnlichen Menschen auch. Therefore, he found in this type of teaching some practical difficulties. Und deshalb findet er in dieser Lehre auch praktische Schwierigkeiten. So he raised a question. Und deshalb stellt er eine Frage. Oh Krishna, this yoga that has been explained by you, O Krishna, das Yoga, das du lehrst, this kind of experience or intellectual state can be experienced. diese Art von Erfahrung oder intellektueller Zustand kann erfahren werden. But that does not remain for a long time. Aber das hält nicht lange an. The mind can be concentrated on such idea for a short time. Man schafft es nur, sich für kurze Zeit auf so eine Idee, Vorstellung zu konzentrieren. But in the next moment we forget about it. Aber im nächsten Moment haben wir das schon wieder vergessen. And why does it happen like that? Und warum ist das so? Arjuna himself is saying, I can understand that my mind is very, very restless. Und Arjuna sagt, ich verstehe, dass mein Geist sehr unruhig ist. It is very turbulent, strong in its habits. Es ist sehr unruhig, sehr turbulent und hat starke Gewohnheiten. It is unbending or stubborn. Es ist starkköpfig. I think that it is quite difficult to gain control over such type of a mind. Und ich glaube, dass es sehr schwer ist, über so einen Geist, über so ein Denken unter Kontrolle zu bringen. I think it would be better to control the wind than controlling the mind. Wahrscheinlich ist es einfacher, den Wind zu kontrollieren, als so ein solches Denken.
Now you see, he is asking the question to an incarnation of God. Aber seht ihr, er stellt diese Frage einer Inkarnation Gottes. An incarnation of God is God, actually God himself. Und eine Inkarnation Gottes ist nichts anderes als Gott selbst. And this incarnation, who has created this world, knows everything about this world. Und diese Inkarnation, also die Welt geschaffen hat, weiß alles über diese Welt. Sri Krishna agrees to this understanding of Arjuna. Und Sri Krishna ist mit Arjuna einverstanden, mit seinem Verständnis davon. Like we see the Buddha did. Genauso wie wir es bei Buddha sehen. Buddha said that there is suffering. Buddha sagte, es gibt Leiden There is the cause of suffering. und es gibt eine Ursache für Leiden. And there is an end to the suffering. Und es gibt auch ein Ende des Leids. One can draw these three conclusions from theoretical knowledge. Und wir können diesen Schluss aus dem theoretischen Wissen herleiten. These three are, there is suffering, there is cause of suffering, and there is end to suffering. Und diese drei Sachen sind, es gibt Leiden, es gibt eine Ursache für das Leiden und es gibt ein Ende des Leidens. But the last one, that is Buddha, that's what Buddha said, that there are ways to get out of the suffering. Aber zuletzt sagt Buddha, es gibt auch Wege aus diesem Leid heraus. And these ways are through a practical living or life. Und diese Wege sind durch ein praktisches Leben. So Sri Krishna agrees to this practical difficulties. Und Sri Krishna ist mit dieser praktischen Schwierigkeit einverstanden. What is the practical difficulty? Worin besteht die praktische Schwierigkeit? That the idea of samatva or equanimity, that is easy to conceive intellectually. Dass diese Idee von Gleichmut einfach intellektuell begreifbar ist. But the problem comes when we want to put that into practice. Aber das Problem, die Schwierigkeit entsteht, wenn wir das umsetzen wollen. And that does not happen because this theoretical understanding itself is not sustainable. Und das kommt daher, weil das theoretische Wissen selbst nicht nachhaltig ist. We have seen that all the great teachers of humanity understand one thing very clearly. Und wir haben gesehen, dass alle großen Lehrer der Menschheit eine Sache sehr klar verstehen. They show that they are very much down to the earth. Sie zeigen uns, dass sie sehr bodenständig sind. That is the meaning of the word avatara. Das ist auch die Bedeutung des Wortes Avatara. They come down to the world to help their own creation. Sie kommen auf die Erde, auf diese Welt hinab, um ihrer eigenen Schöpfung zu helfen. Therefore, they have to show the practical way. Und deshalb müssen sie auch einen praktischen Weg aufzeigen. They do not sit on high pedestal and utter benediction. Sie stehen nicht hoch über uns und segnen uns. They walk together with us on the earth. Sie gehen zusammen mit uns, sie schreiten zusammen mit uns auf dieser Welt. But the problem will happen with those who are not actually real benefactors of humanity. Aber das Problem ist mit solchen, die nicht wirklich der Wohltäter für die Menschheit sind. They may get they may be allotted some posts or some high ranks, but they are not actually down to earth people.
Sie haben vielleicht einen hohen Posten und Lorbeeren, aber sie sind im Grunde genommen keine bodenständigen Menschen. They cannot walk together with ordinary people. Und sie schaffen es nicht, mit normalen Menschen mit ihnen zu gehen. But if you look at the lives of the incarnations of God, Aber wenn ihr das Leben von Inkarnationen Gottes betrachtet, even the lives of the prophets or saints, they are also similar. selbst das Leben von Propheten und Heiligen zeigen diese Ähnlichkeiten. They are very practical and mature people. Es handelt sich um sehr praktische und sehr reife Persönlichkeiten. So agreeing to Arjuna's doubt, Sri Krishna is now answering. Und also Sri Krishna ist mit Arjunas Zweifel oder einverstanden und beantwortet diesen nun. Sri Krishna says, "Oh my dear, I have no doubt that the mind is restless." Und Sri Krishna sagt, oh mein Lieber, ich habe keinen Zweifel daran, dass das Denken rastlos ist. I have no doubt that it is difficult to control the mind. Und ich habe gar keinen Zweifel daran, dass es schwer ist, das Denken unter Kontrolle zu bringen. But there is a way. Aber es gibt einen Weg. There is a way, that is through practice, Abhyasa and renunciation, Vairagya. Und dieser Weg ist der Weg der Praxis, Abhyasa, und der Entsagung, Tyaga. Abhyasa is practice of concentration or any habit that helps us to follow a spiritual goal. Abhyasa ist die Praxis der Konzentration oder jeder Weg, der uns spirituell hilft. And Vairagya means a habit of withdrawing our interest from worldly things. Und Vairagya bedeutet, unser Interesse von weltlichen Dingen abzuziehen. Withdrawing our interest from harmful things. Unseren Interesse von schädlichen Dingen zu lösen. And these things will harm our spiritual efforts. Dinge, die unserem spirituellen Bemühen schaden und entgegenstehen. And this understanding of Sri Krishna is based on very practical problems. Und Krishnas Verständnis basiert auf sehr praktischen Problemen. We see that most of the people follow both the spiritual and material pursuits simultaneously. Und wir sehen, dass die meisten Menschen dem spirituellen und dem weltlichen Weg folgen. Gleichzeitig folgen. Initially, that may be fine. Am Anfang ist das vielleicht in Ordnung. Because we begin from our current position. Denn wir fangen immer von dort an, wo wir gerade stehen. But if we continue with the same status quo, aber wenn wir immer so weitermachen, then both get damaged in the process. Dann nehmen beide Wege Schaden in diesem ganzen Prozess. Both means spiritual pursuit and material pursuit, both. Beides heißt also sowohl der spirituelle Anliegen als auch das weltliche Anliegen. Then the result will be that we are gaining progress in neither of these fields. Und das Ergebnis ist dann, dass wir auf keinen der beiden Wege weiterkommen. Suppose my right leg wants to walk forward. Angenommen, mein rechtes Bein möchte vorwärts gehen. And my left leg wants to go backward. Und mein linkes Bein möchte rückwärts gehen. Then there is no movement possible. Dann bewegt man sich überhaupt nicht. And if we really make a movement, und wenn wir uns wirklich bewegen, this will tear us apart.
dann würde uns das zerreißen. So we cannot just hold on to two things at the same time. Also können wir nicht an zwei Dingen gleichzeitig festhalten. That is what Jesus has said in a very simple sentence. Und das ist auch, was Jesus in einem sehr einfachen Satz gesagt hat. God and mammon cannot be served together. Man kann nicht Gott und Mammon gleichzeitig dienen. The spiritual life and material life, they cannot continue simultaneously. Ein spirituelles und ein weltliches Leben können nicht gleichzeitig fortgesetzt werden. In this Gita verse, Sri Krishna did not explain Abhyasa or practice. Und in diesem Vers der Gita erklärt Sri Krishna nicht Abhyasa oder die Praxis. And also he did not elaborate on Vairagya or abandoning harmful habits. Und er sagt auch nichts zu Vairagya oder dazu, schädliche Dinge aufzugeben. He just mentioned these two words. Er erwähnt diese Worte einfach nur. And these two words make the single way. Und diese beiden Worte sind der eine Weg. Even the commentators also did not give much time on these two words here. Und auch der Kommentator hat sich nicht bei diesen beiden Worten an dieser Stelle aufgehalten. But Patanjali did this holy job in the Yoga Sutras. Aber Patanjali hat diese heilige Aufgabe in den Yoga Sutras gemacht. So in that aphorism, that Abhyasa Vairagya Abhyamta Nirodha. So the second aphorism of the Yoga Sutra said, yoga means abandoning all changes in the mind. Und der zweite Aphorismus in den Yoga-Sutren besagt, dass Yoga so viel bedeutet, wie die Veränderungen im Denken anzuhalten. So ending these changes means Nirodha. Und diese Veränderungen zu beenden, anzuhalten, bedeutet Nirodha. And that can be achieved by Abhyasa and Vairagya. Und das schafft man durch Abhyasa und Vairagya. Abhyasa means a simple English practice and Vairagya means detachment. Abhyasa bedeutet so viel wie Praxis und Vairagya bedeutet Entsagung. And detachment also. Und loslassen, Loslösung. And in his celebrated commentary to this aphorism, Bhagavan Vyasa writes, Und in dem gefeierten Kommentar zu diesem Aphorismus schreibt Vyasa, he says that the Chitta Namaka Nadi, the river is called Chitta. Er sagt, der Fluss heißt Chitta. It flows in two opposite directions. Und dieser Fluss fließt in zwei entgegengesetzte Richtungen. So if you stand near a river, what happens? You see two directions. Und was passiert also, wenn man nah am Fluss steht, dann beobachtet man zwei Richtungen. You are facing the river and you see that some portion goes to the right hand side, some portion goes to the left hand side. Und ihr steht also vor dem Fluss und seht, dass ein Teil des Flusses nach rechts fließt und der andere Teil nach links. But a river never flows to both directions. Aber ein Fluss fließt niemals in beide Richtungen. But Vyasa is comparing the mind with the river. Aber Vyasa vergleicht unser Denken mit einem Fluss. And he says that it flows to both sides. Und er sagt, dass es in beide Richtungen fließt. What is the meaning? It cannot be compared with the river. Und was bezweckt er damit? Das kann ja nicht sein. The implication is that
this mind, the flow of the mind could be as tremendous or as strong as the current of a river. Nun, die Bedeutung ist, dass das Denken die gleiche Kraft hat wie die Strömung eines Flusses. Then he says one direction means to one, it flows to the direction of papa. Papaya means misdeeds. Und die eine Richtung fließt das Denken in Richtung Papas, also in Richtung Untaten. And another flow, another direction is the opposite, the direction of good deeds. Und die andere Strömung geht in Richtung der guten Taten. So the same mind has the strength to take one to do bad deeds or to do good deeds. Also dasselbe Denken besitzt die Kraft, uns zu schlechten Taten hinzuziehen oder zu guten. So there are two types of flows. One flow is towards the wrong direction. Also es gibt zwei Arten von Flüssen, von Strömungen. Einmal in die schlechte Richtung, also zu schlechten Taten. And another flow is towards the right direction. Und die andere Strömung ist in die richtige Richtung zu den guten Taten. The flow towards the wrong direction can be controlled by passivity, withdrawal, or renunciation. Und die Strömung in die schlechte Richtung kann unter Kontrolle gebracht werden durch Entsagung. That is Vairagya. Das ist Vairagya. And the flow toward the right direction can be promoted by the practice of meditation. Und der Fluss in die richtige Richtung kann gefördert werden durch die Praxis der Meditation. That is called Abhyasa. Und das nennt man Abhyasa. So here Abhyasa means not any kind of practice. Also in diesem Zusammenhang bedeutet Abhyasa ist nicht irgendeine Form der Praxis. It means any kind of practice that helps us to follow the path towards our own liberation. Sondern nur alle Arten von Praktiken, die uns dabei helfen, der richtigen Strömung zu folgen. And these two, as Sri Krishna says, are the effective means to achieve yoga or spiritual freedom. Und das sind die beiden Wege, so sagt Krishna, um den Zustand von Yoga und Entsagung zu erlangen. Now a question may be asked. Jetzt kann man eine Frage stellen. Suppose once you are able to withdraw your mind from the path of evil deeds. Angenommen, ihr seid in der Lage, euer Denken von der falschen Richtung, also von den schlechten Taten zu lösen. Then you should achieve all success. Dann sollte man doch erfolgreich sein. Like once you have achieved freedom from suffering, then your goal is reached. Denn wenn man einmal geschafft hat, frei von Leid zu sein, dann ist das Ziel erreicht. This way we can understand these two words. Und so lassen sich diese beiden Worte verstehen. What are these two words? Was sind diese beiden Worte? Abhyasa means practice and Vairagya means withdrawal. Abhyasa bedeutet Praxis und Vairagya bedeutet Rückzug. So now the clever question will be like this. Und jetzt lautet die schlaue Frage: Can we not use one of these two means to achieve control over our thoughts? Reicht es denn nicht, eins von diesen beiden Mitteln zu verwenden, um unsere Gedanken unter Kontrolle zu bringen? Or do you recommend both of them? Oder empfiehlt ihr beide? It is a genuine question. Und das ist eine echte Frage. Because we see many of us practicing spiritual disciplines without caring for
renouncing our attachments. Denn wir sehen viele von uns, die spirituelle Übungen machen, ohne sich darum zu bemühen, unseren Verhaftungen loszuwerden. And some people who also always complain that, yeah, some people we see, they practice spiritual life, at the same time they have bad practices. Und gleichzeitig beklagen wir uns oft, ja, wir sehen viele Leute, die spirituelle Übungen machen, aber gleichzeitig auch sehr schlechte Angewohnheiten haben. Some people from morning till evening practice lot of spiritual rituals, religious rituals. Und viele Leute praktizieren von morgens bis abends viele religiöse Rituale. But in their businesses, they cheat people every moment. Aber in ihrem Geschäft betrügen sie Menschen in jedem Moment. So is it okay to practice one of these two? Means reduce the number of practices. Also reicht es praktisch, eine von beiden zu praktizieren? Because Sri Krishna uses these two words together, not separately. Denn Sri Krishna verwendet diese beiden Worte zusammen und nicht losgelöst voneinander. He did not say by practice or by the renunciation or detachment. Denn er spricht nicht davon, entweder durch Praxis oder durch Loslösung. So we find the nice answer given by Sri Ramakrishna. Und Sri Ramakrishna gibt uns eine wunderbare Antwort darauf. And you will see this answer in the Gospel of Sri Ramakrishna coming again and again. Und ihr werdet sehen, dass Sri Ramakrishna diese Antwort immer wieder gibt. And Sri Ramakrishna says, both should be practiced. Und Sri Ramakrishna sagt, beide sollten praktiziert werden. And both should be practiced simultaneously. Und beide sollten gleichzeitig praktiziert werden. Not one after another. Nicht eine nach der anderen. But both together. Sondern beide zusammen. So while defining what Vairagya is, Sri Ramakrishna says, und als Sri Ramakrishna das Wort Vairagya definierte, sagte er, he says Vairagya implies attachment towards God and detachment from the impermanent things. Sri Ramakrishna sagt, Vairagya bedeutet, dass man sich an Gott bindet und von Dingen, die nicht von Dauer sind, löst. He says, Ishware Anurag Vishaye Virag. One has to have attachment towards God and simultaneously detachment towards all worldly things. Er sagt, man muss beides haben. Man muss sich Gott verbunden fühlen und gleichzeitig sich von weltlichen Dingen lösen. Suppose for the sake of argument we say, okay, what is the problem practicing one from these two? Also jetzt nur der Diskussion willen angenommen, ich sage, oder was ist das Problem, wenn ich sage, ich praktiziere nur eins von diesen beiden? The answer is renunciation or giving up without the practice of concentration on spiritual ideal is dangerous. Und die Antwort ist, dass Entsagung alleine geübt, also ohne sich auf spirituelle Dinge zu konzentrieren, gefährlich ist. Because such people would face dryness and lose interest in life itself. Denn die Gefahr für solche Leute besteht darin, der Trockenheit und auch das Interesse am spirituellen Leben zu verlieren. At the same time, practicing only concentration of mind without giving up the association with temporary things. Auf der anderen Seite ist die Übung der Konzentration, ohne sich gleichzeitig von gefährlichen Dingen zu lösen,
that will lead us to dangerous results. Auch das führt zu gefährlichen Ergebnissen. Because that type of practice will produce hypocrites, proud people, and so on. Denn diese Praxis erzeugt scheinheilige Menschen, stolze Menschen und so weiter. Because when we force the practice of concentration on an extrovert mind, denn wenn wir ein extrovertiertes Denken dazu zwingen, sich zu konzentrieren, and without practicing detachment to temporary things, ohne sich gleichzeitig von unbeständigen Dingen zu lösen, there could be 3 bad consequences. dann könnte das drei gefährliche Folgen haben. Number 1, one may not achieve any success. Erstens könnte man überhaupt gar keinen Erfolg haben. That means the progress will be a big 0. Das heißt, der Fortschritt ist gleich 0. And number 2, when we try to forcibly control an impure mind, Und zweitens, wenn wir versuchen, ein unreines Denken, wenn wir ein unreines Denken dazu zwingen, sich zu konzentrieren, then the result may lead to serious mental problems. dann besteht die Gefahr ernsthafter mentaler Probleme. An impure mind is a mind full of desires, mostly selfish desires. Ein unreines Denken ist ein Denken, das voll von unreinen Wünschen, egoistischen Wünschen meistens ist. And if we force control on such impure mind, Und wenn wir ein solches Denken dazu zwingen, sich zu konzentrieren, then the desires in the form of impurities remain subdued for some time. dann sind die Wünsche in Form von Unreinheiten zwar für eine Weile unterdrückt, And they hide in the subconscious mind. und sie verstecken sich dann im Unterbewussten. So what happened now? Und was passiert dann? These desires are suppressed or oppressed. Diese Wünsche werden unterdrückt. And they create varieties of mental complexes or disorders. Und das führt zu einer Reihe von mentalen Komplexen und Problemen. People may suffer from frustrations. Die Menschen leiden vielleicht unter Frustration. Some may commit suicide. Manche bringen sich vielleicht um. Then number 3. Und schließlich drittens. But suppose we see somebody succeeds following one. Angenommen, wir sehen jemand, der erfolgreich darin ist und nur einen dieser Wege übt. And their success is proved by their achieving spiritual powers. Und der Erfolg wird dadurch bewiesen, dass er spirituelle Kräfte erlangt hat. Their spiritual powers are some supernatural powers. Und da sind spirituelle Kräfte, damit sind übernatürliche Kräfte gemeint. Then such people will be filled with pride. Dann werden diese Menschen stolz. And you will see that they will manifest evil, demoniac tendencies or nature. Und dann werdet ihr feststellen, dass sie böse oder dämonische Neigungen zeigen werden. So the characters of Ravana in the Ramayana or Hiranyakasipu in the Bhagavatam, these are examples of such types of practices. Und es gibt Beispiele dafür wie Ravana im Ramayana oder Hiranyakasipu. Yeah, so on the other hand, if you practice pure Vairagya, means only renunciation. Auf der anderen Seite, wenn man nur Entsagung übt,
then that is a practice of negative virtue. Und dann ist das eine Praxis einer negativen Tugend. Because there is no concentration on anything positive like meditation on God or on the self. Denn es gibt nichts Positives, worauf man sich konzentriert. Such people will become an escapist. Diese Menschen sind Eskapisten, also flüchten vor etwas. Or a self-centered person. Oder wir sind sehr selbstbezogen. Or will follow a purposeless life. Oder sie führen ein sinnloses Leben, ohne Zweck. Therefore, practice and giving up or renunciation or passivity, these both should go hand in hand. Deshalb sollten Praxis und die Loslösung Hand in Hand gehen. So when we say Abhyasa, it includes Vairagya. Und wenn wir von Abhyasa reden, dann enthält das auch Vairagya. Or the other way around, when we say Vairagya, it includes Abhyasa. Oder auch umgekehrt, wenn wir von Vairagya reden, meinen wir auch Abhyasa. That is what the commentator Vyasa explains. Und das ist das, was der Kommentator Vyasa erklärt. That is what Sri Ramakrishna demonstrated in his life. Und das ist das, was Ramakrishna in seinem Leben gezeigt hat. Sri Ramakrishna was a devotee of Mother Kali. Ramakrishna war ein Verehrer der Mutter Kali. And Holy Mother said that in Sri Ramakrishna's life, this renunciation was the main message. Und Holy Mother sagt, dass in Sri Ramakrishnas Leben die Entsagung die wichtigste Botschaft war. And we have not seen that these two aspects of Sri Ramakrishna ever conflicted with each other. Und im Leben von Sri Ramakrishna lässt sich nirgends beobachten, dass diese beiden Sachen irgendwo in Konflikt miteinander geraten sind. So when we are speaking on Abhyasa or practice, we are actually speaking on both Abhyasa and Vairagya. Und wenn wir von Abhyasa, also Praxis sprechen, sprechen wir von beidem, von Abhyasa und von Vairagya. So I will stop here tonight. Für heute Abend mache ich an dieser Stelle Schluss.